Dirtbert will sein Leben verändern. Und diesmal tut er sogar was dafür. Er geht ins Gym, er liest Bücher, er arbeitet an seinen Zielen. Doch in seinem Kopf läuft immer der gleiche Satz. Veränderung braucht Zeit. In ein paar Jahren bin ich dann vielleicht erfolgreich. Irgendwann werde ich diszipliniert genug sein. Dirtbert handelt, aber weiterhin als die alte Version von sich. Unsicher, zögerlich, mit der Erwartung, dass echte Veränderung noch sehr weit entfernt ist. Deshalb kommt er kaum voran. Steve startet am selben Tag. Er hat nicht mehr Talent, nicht mehr Glück und vor allem auch nicht mehr Zeit als Dirtbert. Der einzige Unterschied ist, Steve glaubt nicht, dass er Jahre warten muss, um ein anderer Mensch zu sein. Er entscheidet sofort, wer er ab jetzt ist. Er denkt wie diese Version, er entscheidet wie diese Version und er handelt wie diese Person. Nicht perfekt, aber konsequent. Und plötzlich verändert sich in wenigen Monaten mehr als bei anderen in mehreren Jahren. Von außen sieht es so aus, als hätte er den Code fürs Leben geknackt. Doch Steve bewegt sich nicht schneller durch die Zeit als alle anderen. Er hat einfach nur aufgehört, Zeit zwischen sich, seine Identität. Er hat einfach nur aufgehört, Zeit zwischen sich und seine Identität zu stellen. Veränderung beginnt mit Identität. Wir lernen früh, Erfolg braucht Jahre, Selbstbewusstsein braucht Jahre, ein neues Leben braucht Jahre. Natürlich brauchen manche Ergebnisse Zeit. Ein Muskel wächst nicht über Nacht und ein Business entsteht nicht durch einen Gedanken. Aber deine Identität kann sich sofort verändern. Eine Entscheidung kann man sofort fallen und der Standard kann sofort auf ein neues Level gehoben werden. Du kannst heute aufhören, dich als jemand zu sehen, der ständig beginnt und wieder aufgibt. Viele Menschen sagen, irgendwann werde ich erfolgreich. Damit bestätigen sie gleichzeitig, heute bin ich nicht erfolgreich. Sie schieben also nicht nur das Ergebnis in die Zukunft, sie verschieben auch ihre neue Identität nach hinten. Alles beginnt aber im Geist. In der Arithmetik gibt es ein Gesetz des Mentalismus. Der zentrale Gedanke ist, alles beginnt im Geist. Bevor du etwas erschaffst, existiert es als Vorstellung, Entscheidung und Identität in deinem Kopf. Wenn du glaubst, dass Erfolg 10 Jahre dauern muss, richtet sich dein Verhalten genau daran aus. Und das Universum beweist dir, Erfolg dauert 10 Jahre. Du entscheidest langsamer, zweifelst länger und erwartest Hindernisse. Du siehst Rückschläge als Beweis nur dafür, dass du recht hast, dass es lange dauert. Der Weg muss ja schließlich schwer sein. Der Verstand sucht ständig nach Bestätigung für das, was er bereits glaubt. Und die Realität beginnt diesen Glauben zu widerspiegeln. Denn die Realität ist nichts anderes als ein Spiegel, der einfach nur zeitversetzt das widerspiegelt, was der Verstand und du ihm aussendest. Es dauert also lange, bis du Erfolg hast. Nicht, weil das Universum etwas gegen dich hat und dich bestrafen möchte, sondern weil das Universum bzw. du einfach nur nach den Regeln handelst, die du selber gesteckt hast. Das Universum ist nicht böse gegen dich. Frei nach dem Motto, pass auf, was du dir wünschst. Vielleicht wird es ja wahr. Wie innen, so außen. Das Gesetz der Entsprechung sagt, wie innen, so außen. Dein Selbstbild beeinflusst deine Wahrnehmung. Soweit dürfte das erstmal nichts Neues sein. Deine Wahrnehmung beeinflusst deine Entscheidung und deine Entscheidung beeinflussen deine Handlung und deine Handlungen dann schließlich erzeugen diese Ergebnisse, die du eben brauchst. Resultat daraus ist also, wer sich selbst nicht vertraut, findet auch bei guten Chancen Gründe, warum es nicht funktionieren kann. Wäre ja viel zu einfach, wenn das jetzt schon passiert und nicht erst in 10 Jahren. Und auch wer sich für undiszipliniert hält, nutzt jeden kleinen Fehler als Beweis dieser Identität. Das Innere wird zum Äußeren. Und genau das ist Manifestation. Manifestation bedeutet nicht einmal an Geld zu denken und am nächsten Morgen reich aufzuwachen. Dein innerer Zustand bestimmt, welche Realität du jeden Tag verstärkst. Aber nicht von heute auf morgen. Wie ich schon gesagt habe, die Realität ist mehr wie ein Spiegel, der dir aber alles zeitverzögert zurückspiegelt. Gedanken alleine reichen da auch nicht. Es ist wichtig, dass deine Gedanken genauso eben wie deine Gefühle, Identität und Handlung in dieselbe Richtung zu eben diesem Ziel zeigen. Und du kannst dir jeden Morgen sagen, ich bin erfolgreich. Wenn du aber danach dann nicht handelst, sondern aus Angst handelst und vielleicht Chancen, die du eigentlich ergreifen müsstest, nicht ergreifst, weil du dich selber kleinredest und alles schwarz malst, dann bleibt dein Signal, was dein Körper, dein Geist in das Universum rausschickt, eigentlich das gleiche. Und das ist das Problem. Viele Menschen wissen das, aber können eben nicht in dieser Identität bleiben. Sie wechseln die ganze Zeit zwischen ihren 2 Identitäten. Heute glauben sie an sich, weil vielleicht von außen mal etwas gut lief. Im Fitnessstudio ein gutes Training gehabt oder die Süße aus der Parallelklasse hatte ich angesprochen. Aber morgen zweifeln sie wieder an allem, weil eben die Umstände von außen anders sind. Ein Teil will wachsen und der andere will lieber in der Comfortzone bleiben. Und in der Sprache der Manifestation ist ebenso die Frequenz extrem instabil. Das Universum spiegelt diese Unklarheit durch Verzögerung, Wiederholung und alte Muster wider. Einfach, weil es sich
nicht entscheiden kann, was es dir denn geben soll. Weil du möchtest irgendwie sowohl ein neues Leben als auch das alte bleiben, wieder nicht aus Bosheit, sondern weil es genau das macht, was du von ihm möchtest. Die Frage ist halt, was möchtest du? Schnelle Veränderung beginnt genau dann, wenn du aufhörst, jeden Tag neu mit dir zu verhandeln, eine neue Identität aufzubauen, sondern dir klare Regeln setzt, wer du bist, was du möchtest und danach handelst und dieser neue Mensch bist. Ein Signal nach außen sendest und dem Universum die Zeit gibst, auf dieses Signal zu antworten. In der Quantenphysik gibt es ein Konzept der Superposition. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Und auch das können wir hier in unserem Beispiel nutzen. Vereinfacht gesagt, können auf kleinster feinstofflichen Ebene Zustände von Teilchen oder mehrere Zustände von Teilchen gleichzeitig existieren. Und diese Teilchen entscheiden sich erst auf einen Zustand, wenn man ihn beobachtet. Übertragen auf das Leben existieren ebenfalls ganz viele verschiedene Versionen von dir und deinem Leben. Nicht in echt, aber in deinem Kopf, beziehungsweise im Universum, in der Realität, in der Zukunft. Die eine baut sich ein erfolgreiches Business auf, die andere beginnt ständig neu, einer trainiert konsequent, einer wartet auf Motivation, der andere ist selbstbewusst, der andere hält sich eher zurück. Du verstehst, glaube ich, was ich meine. Alle diese Möglichkeiten existieren. Und je nachdem, wie du dich heute entscheidest, welcher Möglichkeit du Aufmerksamkeit und Energie schenkst, diese wird dann eben in der Zukunft deine heutige Realität sein. Deine Identität entscheidet, welche Möglichkeit du eben stehst. Und deine Identität heute entscheidet, welche Möglichkeit von den verschiedenen Versionen du täglich verstärkst. Deine Aufmerksamkeit ist wie so eine Art Filter. Du erkennst andere Chancen, du erkennst andere Entscheidungen, du triffst andere Entscheidungen und du handelst einfach anders, weil du bist jemand anders. Arithmetik, Manifestation und diese Analogie aus der Quantenphysik zeigen also alle in diese eine Richtung. Deine Realität ist nicht so fest, wie sie wirkt. Auch deine Vergangenheit hat keinen Einfluss auf das, was deine Zukunft ausmacht. Das Einzige, was deine Zukunft und deine Möglichkeiten wirklich beeinflusst, ist dein jetziges Bewusstsein, deine Identität. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die auch mich in meinem Leben aktuell beschäftigt hat. Warum schnelle Veränderung eigentlich so sehr Angst macht. Und das ist ganz klar, deine alte Identität hat Angst. Angst vor der Auslöschung, weil jetzt eine neue dran ist. Deshalb möchte diese alte Identität alles für ihren Erhalt tun und möchte sich selber vor dieser Veränderung schützen. Du kannst weiter sagen, ich arbeite daran, ich bin noch nicht bereit, ich brauche noch mehr Zeit. Schnelle Veränderung verlangt den psychologischen Tod einer alten Version von dir. Die Ausreden von ihr funktionieren nicht mehr. Die Gewohnheiten passen nicht mehr zu dem, was du sein möchtest. Die Standards sind zu niedrig für das, was du erreichen möchtest. Viele Menschen wollen das neue Ergebnis, aber wollen ihre Identität behalten. Doch das funktioniert nicht. Denn, sind wir mal ehrlich, du weißt bereits, was zu tun ist. Du weißt, dass du weniger scrollen solltest. Du weißt, dass du eigentlich mehr trainieren müsstest. Du weißt, dass du eine wertvolle Fähigkeit aufbauen müsstest, die dir später Geld bringt. Und dein Problem ist nicht fehlendes Wissen. Das weißt du alles. Du handelst nur immer noch wie jemand, der es nur versucht. Ich versuche regelmäßig zu trainieren. Ich versuche produktiver zu werden. Ich schaue mal, ob ich mein Leben irgendwie verändert bekomme. Aber wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, versuchen heißt, du hast einen Plan B. Versuchen heißt, du hältst dir ein Hintertürchen offen. Eine neue Identität entscheidet nicht, ich versuche zu trainieren, sondern ich bin jemand, der trainiert. Ich versuche nicht, produktiver zu werden, sondern ich schütze meinen Fokus und bin produktiv. Nicht, irgendwann verdiene ich mit meinen Fähigkeiten schon irgendwie Geld, sondern ich baue jetzt Fähigkeiten auf, die mir am Markt irgendwann Geld bringen, weil sie mir bezahlt werden. Ich hoffe, du hast so ein bisschen verstanden, was ich damit meine. Und der Bau einer neuen Identität kann von jetzt auf gleich geschehen. Du musst nur wissen, wie du es machst. Am wichtigsten ist, wähle eine Version von dir, die du verkörpern möchtest. Definiere erstmal, was du sein möchtest. Definiere Standards. Was ist etwas, was du nicht akzeptierst? Zum Beispiel, ich akzeptiere nicht mehr weniger als 3-mal die Woche ins Gym zu gehen. Ich akzeptiere nicht mehr, unregelmäßig schlafen zu gehen. Ich akzeptiere nicht mehr, mich am Wochenende mit Drogen zu betäuben. Neue Gewohnheiten, die daraus resultieren. Eben regelmäßig ins Gym zu gehen zum Beispiel. Und neue Entscheidungen. Frag dich vor schweren Entscheidungen oder allgemein vor alltäglichen Entscheidungen, was würde derjenige machen, der ich sein möchte? Stell dir dich selber vor, wie du mit beispielsweise 30, 40, 50 ein erfolgreiches Business hast und frag dich, was würde diese Version von mir selber tun? Handle bewusst als diese Version.
wenn der Wecker klingelt, wenn du dein Handy öffnen möchtest, wenn eine schwierige Aufgabe vor dir liegt, wenn du Angst hast und deswegen einer Chance aus dem Weg gehen willst, frag dich, was würde diese Version von mir selber tun? Du brauchst nicht sofort ein neues Leben. Du brauchst erstmal nur Beweise, dass deine neue Identität existiert. Weil die neue Identität baut dann dein neues Leben. Jede passende Handlung für eben diese neue Person stabilisiert dein Selbstbild und baut deine Identität weiter auf. Was sich auch heute irgendwo unangenehm anfühlt, weil du es eben nicht gewohnt bist, weil deine alte Identität, die du hinter dir lassen möchtest, es nicht gewohnt ist, das ist morgen schon Realität und übermorgen gehst du noch einen Schritt weiter und würdest nicht mehr im Traum dann dran denken, beispielsweise eine ganze Woche lang nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Und so sieht es ganz schnell aus, als hättest du dich über Nacht verändert. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Dein nächstes Level wartet nicht auf Zeit. Es wartet auf innere Klarheit, auf eine klare Definition deiner neuen Identität, deines neuen Selbst. Deine Vergangenheit ist eine Erinnerung, die Zukunft ist eine Möglichkeit, deine Identität existiert aber jetzt. Hör auf zu sagen, eines Tages werde ich zu dieser Person. Wähle sie selbst, handle wie sie, halte die Richtung. Nicht, weil ein Gedanke allein dein Leben verändert, aber weil deine Identität, deine neue Identität, neue Gedanken, neue Entscheidungen und neue Handlungen erzeugt. Wie innen so außen. Die Realität beginnt sich zu verändern, sobald du dich veränderst. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal. Hier geht's nicht um kurzfristige Motivation, sondern ich möchte dir und anderen jungen Menschen, die so waren wie ich damals, zeigen, wie man ein ordentlicher Mensch wird. Wie du eine Version von dir erschaffst, die nicht jeden Tag von vorn anfangen muss, sondern die stolz auf sich selber ist und auf das, was sie geschafft hat. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.